kleiner Messerundgang am Stand vom Bimobil zusammen mit einmal Stefan Christner. Ja, grüß dich Sven. Ja, mit Shenandoah. Hallo. Ja, die Abendsonne, die kommt hier durch, guck mal, da oben kommt sie durch. Total krass. Wir hatten Sonne. Ja, und last but not least, Carsten Pries. Hallo. Grüß dich. Ja, wir haben hier bei dem Fahrzeug angefangen. Wir machen einen kleinen Rundgang. Vielleicht stellen wir es mal da unten auf die Ecke, da haben wir es ein bisschen einfacher. Das ist euer Stand. Ihr habt den ganz toll mit vielen Fahrzeugen bestückt, was immer gar nicht so einfach ist, weil die Fahrzeuge müssen ja dann an der Messe fertig werden, oder Carsten? Ja, das ist übliche Messegerände. Du hast vor jeder Messe immer 1, 2 Fahrzeuge, die gerade noch so fertig werden. Vollkommen normal, hat jeder. So, das ist der EX420. EX420. Ist das so ein Bestseller, kann man sagen? Ist einer unserer Bestseller. Das ist eigentlich hauptsächlich Familienfahrzeug mit dieser Ecke hinten, aus der wir von der Hundebox bis zur Fahrradgarage alles machen können. Stockbetten. Stockbetten hinten 2 Stück serienmäßig drin, bis zu 6 Sitzplätze drin. Ist der verkauft? Nein, der ist tatsächlich erst reserviert. Der ist reserviert. So ist es. Denn das sind Vorführer für die nächsten 18 Monate, Stefan? In etwa, ja. Das ist ungefähr der Rhythmus, wo wir unsere Ausstellungsfahrzeuge durchtauschen. So, wir gehen einmal kurz außen rum und dann gehen wir gleich mal rein im Rundgang. Shenandoah, es ist schon 6 Uhr. Eigentlich bist du weg, aber du hast gesagt, den Rundgang willst du noch mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich mir noch nicht entgehen lassen. So, das ist wahrscheinlich auch ein Allrad 4x4. Ihr nennt das Schlechtwegefahrzeug. Auf dem Mercedes Sprinter Allrad, das ist ein Schlechtwegefahrzeug, nicht Offroad. Aber für die meisten Fernreisen, wo man gute und schlechte Straße plant, ist das genau das Richtige. Shenandoah, komm mal hier links neben mich, dann habe ich noch mehr Platz. Das Interessante hier ist nochmal eine große Heckgarage, die mit drin ist. Auch da werden wir gleich mal reinhalten. Schaut euch die Filme an, das haben wir schon gefilmt, der 365. Genau, den haben wir schon gemacht. Das ist optisch, du hast ja ganz gewagte Farben, aber du sagst, wenn du die Farben nicht zeigst, dann kannst du sie nicht verkaufen. Und ihr habt wirklich extreme Farben gewählt, die aber in der Zusammenstellung nach einer Zeit interessant sind. Das heißt also wirklich, die Geschmäcker sind ja verschieden, aber du musst sie ein bisschen wirken lassen, oder? So ist es, ja. Wobei das Design zum Beispiel finde ich richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Interessant ist übrigens Designs, die am Anfang einem nicht gefallen, die gefallen einem viel länger. Das ist der Vorteil. Ja, genau. Sei ja diese gewisse Eingewöhnungsphase, so wie wir beim letzten Film gesagt haben mit dem Iveco Jetgrau. Auf den ersten Blick ist es komisch, aber wenn man sich eingesehen hat, ist das eine richtig, richtig coole Farbe. Irgendwann liebt man es. Grundriss, ist das ein 2-Personen-Fahrzeug? Ja, das ist ein 2-Personen-Fahrzeug mit Längsbetten, Rundsitzgruppe im Heck. Das ist ein Grundriss, vor kurzem haben wir nachgeschaut. Der Längsbetten-Grundriss, den haben wir den ersten Prospekt vor genau 20 Jahren für den Caravansalon gemacht. Das heißt, das ist so richtig der Ur-Bimobil-Grundriss, der immer noch absolut top aktuell ist und den man bei vielen Mitbewerbern inzwischen auch sieht. Und diese Kabine in der Form, die war vor 20 Jahren so ähnlich oder ziemlich war genau? So ähnlich. Den negativen Dachsprung haben wir noch nicht gehabt. Der war ursprünglich auf dem Peugeot Boxer bzw. Fiat Ducato. Damals bei den kürzeren Fahrerhäusern war das noch ein 6-Meter-Auto. Inzwischen sind wir halt bei 6,60 Meter, 6,70 Meter auf dem Iveco Daily Allrad. Aber der Grundriss und die Idee dazu und die Details, die haben wir also tatsächlich vor 20 Jahren gemacht. Ja, ein richtiger LKW. Du hast deinen Führerschein am Dienstag bekommen. Letzten Dienstag. Genau. Einen C-Führerschein. Jetzt machst du noch Anhänger, dann hast du einen CE. Richtig. So, du bist ziemlich stolz darauf, muss man sagen. Du hast dich so lange, hast du gesagt, ich will ihn machen, ich will ihn machen, ich will ihn machen. Da hast du immer wieder gesagt, aber ich habe doch so viel zu tun und so. Genau. So, und jetzt hast du ihn gemacht. Genau, wir nehmen uns als nächsten einen Iveco Eurocargo. So ähnlich wie den EX462, den wir schon gezeigt haben. In Rot, richtig schön auffällig, mit tollem Design. Und dafür brauchen wir den LKW-Schein. Meine Frau und ich haben eben letzten Dienstag den LKW-Schein gemacht. Anhänger muss noch dazu, dass man auf Messefahrten halt auch nochmal was mitnehmen kann. Im Schnellverfahren habt ihr gemacht? Nein, ganz normal. Durch die aktuelle Situation hätte es auch ein bisschen schneller sein können. Aber die Fahrstunden zu kriegen, ist mal schwierig. Fahrstunden war schwierig und dass man dann Platz kriegt. Wir haben ein bisschen dann Druck gemacht und dann ging es dann doch recht schnell. Okay, ich verstehe. Ja gut, ihr habt ja viele Beziehungen in den Ostblock. Nein, war ganz normal. Ortsansässige Fahrschule. Wir haben aber dann nahegelegt, dass wir ganz gerne vor der Messe den C-Schein hätten und dann hat das plötzlich funktioniert. Und wie ist das für ein Feeling? Das erste Mal so einen großen fährst, den du ja selber baust quasi. Das ist schon gut. Das ist schon gut. So, EX412, nimm mal kurz die Fahne weg bitte. Ja. Carsten vielleicht. Bitte.
Dann sieht er viel schöner aus. Gleiche Farbe vom Gleiche Farbe wie Voraus. der Eurocargo, meist nicht unbedingt Absicht, aber manchmal ergibt sich so. Den ersten EX412 hatten wir in der Farbe, das heißt, es gibt auch viele Prospekte und Film- und Bildmaterial in dieser Farbe. Ist ein Fahrzeug für Leute, die keinen Alkoven mögen, für 2 Personen, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da, Heck quer. Heck quer, Seitensitzgruppe, diese schöne Seitenklappe, die ja bekannt ist vom B-Mobil. Sehr flach auch, oder? Sehr flach, ja. Tiefrahmen oder was ist hier? Ein tieferer Rahmen als alle? Nein, Nein. die Grundplatte ist genauso hoch wie bei den anderen auch. So, das ist ein Klassiker, den gibt es ja schon ewig. B-Mobil Pickup, ja, haben wir so in die 70er Jahre die ersten gemacht. Das ist so ein richtiger B-Mobil-Klassiker und immer noch zeitgemäß trotzdem. Bleiben viele Leute hier an der Ecke stehen, machen Fotos. Ja. Das, Ich würde sagen, das gilt für unseren ganzen Stand. ja, natürlich, aber das ist ja besonders einfach, hier Fotos zu machen, Ja. weil du hast den Stand zumachen müssen, damit du ein bisschen die Leute regulieren kannst. Genau. Ja, der zweite Stand in der Pandemie, wie ist es dir ergangen? Sind die jetzt wieder professioneller? Ja, man hat sich alles dran gewöhnt, es hat sich alles eingespielt, die Leute wissen, wie man damit umgeht. Also ich würde sagen, das war für uns bisher eine sehr, sehr gute Messe. So, auch hier, ich glaube, da haben wir so einen Husky mal gefilmt. Ich glaube, den wollten wir immer, haben wir nie gemacht. Nee, doch, du hast einen gemacht. Ich habe einen gemacht. Also guck ruhig mal rein, haben wir gemacht. Dann in Babyblau, aber das ist ja auch eine Frage der Mischung. Babyblau und Silber sieht ja dann auch ganz gut aus. Richtig. Hast du ein Schlechtwegefahrzeug konzipiert, das hier der Stars auf der Messe, ganz viele machen davon Fotos. Ja. Und als du das geplant hast, ich meine, jetzt ist er fertig, ist er gut geworden? Gefällt er dir so? Die X100 366 ist ein super Auto. Das war einer der Fahrzeuge, wo wir den vorgestellt haben auf der Messe. Da haben wir von richtig null an gute Stückzahlen verkauft. Das ist ein Fahrzeug, da haben unsere Kunden im Prinzip drauf gewartet. Es gibt jetzt eine Delta-Felge. Ja, selbstverständlich. Seit wann? Delta 4x4 ist unser Partner. Schon seit 5, 6 Jahren. Die steht immer echt gut. Ja, schaut gut aus, gell? Ist doch ganz anders wie die normalen. Also die mit dem Kreis und so. Ist richtig toll. Gut. Das ist eine Werksfarbe. Du kannst ja bei Mercedes Individualfarben ordern. Ist das hier eine normale Farbe Das ist eine oder normale Farbe aus dem Mercedes-Farbfächer. Name? Weiß ich nicht. Schöllerblau. Was? Schöllerblau. Schöllerblau. Das ist so quasi, es gibt ja ganz viele Firmen, die die Farben verwendet haben. Das ist wahrscheinlich wirklich die Farbe von der Firma Schöller. Vermutlich. Er nickt. So, daneben, das ist der? LBX 365. Das ist der gleiche Grundpreis wie der LBX 434. Einmal auf dem Sprinter als Schlechtwegefahrzeug, einmal auf dem Iveco Allrad als Offroad-Fahrzeug. Genau, den haben wir eben von der anderen Seite gesehen. Wir gehen mal kurz rein, zeigen die mal. Ihr habt unglaublich viele Grundrisse, die da sind. Das ist der EX420. Das war der erste eben im Video, den wir gezeigt haben. Preis 273.668 €. Und der ist mit Stockbetten versehen, die ich besonders mag. Die Länge von Stockbetten? Etwas über 2 Meter. Etwas über 2 Meter. Das heißt, auch erwachsene Personen. Die Füße gehen hier, wenn du hier mal kurz um die Ecke leuchtest, Oh ja, da passen noch die Füße rein. geht tief rein. Das heißt, du hast also hier eine große Küche mit drin. Du hast hier hinten ein großes Querbild, Ja, mit Stauraum in der Stauraum. Front. große Sitzgruppe, Tedford Herd, große Küche. Also das ist ein toller Familiengrundriss oder halt auch für 4 Personen zum Beispiel. Für 4 Personen perfekt. Ich kann bequem zu 4 sitzen. Ich habe hier normal 4 Sitzplätze, also 6 Personen Zulassung, aber bequem zu 4 sitzen und 4 Personen hat jeder sein eigenes Bett und damit auch seinen eigenen Rückzugsbereich. Gerade wenn man Kinder hat, die ein bisschen knatschig sind, Teenager, die auch ganz gerne mal eine halbe Stunde Ruhe haben wollen oder die Eltern wollen, dass sie eine halbe Stunde Ruhe haben, kann man einfach sagen, komm, geh mal in deine Koje, Vorhang zu und dann passt es hinterher wieder. Und diese riesen Klappe, die du da hast. So, dann bitte einmal ganz kurz ins Bad halten. Gerne. Stockbetten, ich liebe Stockbetten. Das ist, Super Sache. du kannst entweder was transportieren, Sache. Ja. kannst du als Transportraum nutzen oder du kannst toll drin schlafen. Und du sagst, bei längeren Fahrten sollte jeder sein eigenes Bett haben. Auf jeden Fall. Ganz dringende Empfehlung. Nicht umbauen und welche Familie hat schon alle den gleichen Tagesrhythmus? Der eine ist abends ein bisschen länger auf, der andere will morgens schon mal was machen und Unten ist natürlich auch toll für kleinere Kinder und die können nicht rausfallen. Toll, genau. So, schnell rein. Nächstes.
Ja. Denn das Schlimme ist, man kann sich nämlich unglaublich schnell festquatschen bei dir. An jedem Auto können wir uns locker eine Stunde unterhalten. Das haben wir eben bewiesen. Wir haben 2 Autos gefilmt, zweimal eine Stunde. Ja, das geht bei jedem. Das ist echt schlimm. Dann gehen wir hier mal kurz rein. Das ist der 365er, ein absoluter Bestseller bei euch. Ja. Der Bestseller, oder? Der Bestseller. Das ist ein Klassiker. Das ist ein Grundriss für 2 Personen. Längsbett im Alkoven. Saugemütliche Rundsitzgruppe hinten, separate Dusche, großer Kleiderschrank. Also Kenne ich nämlich, habe ich gefilmt. Du kennst meinen Film, Der Mann mit dem Hund, der auf Reisen geht. Der hat dieses Fahrzeug. richtig. Ja, nee, der hat die Iveco-Variante, den 434. Den 434. Genau. So, da steht da. Kostet 200.000 und 782 €, wer sich auskennt. Das ist nicht teuer bei dem Basisfahrzeug. Nein. Trotzdem 3 Jahre Wartezeit, das ist jetzt so. Richtig, ja. Ist leider so. So, da sind die großen Betten, die da sind. Das ist die patentierte Stufe, hätte ich fast gesagt. Aber so oder so ähnlich baut ihr das schon ewig. Ruckzuck geht die runter als Aufstieg. Ja, gibt es mit 2 oder 3 Stufen. So, Tedford, Duplex, großes Badezimmer. Na, Truma Heizung dem mal. Genau. Trenntoilette. Hier nochmal eine große Dusche mit drin. Und wirklich viel Platz. Haben wir ein Video gemacht, 365. Ja. gemacht. Ich glaube, wir haben fast alle haben wir gezeigt. Wir sind eigentlich ziemlich durch. Ja. Es gibt viele Detailänderungen. Ihr habt im Bereich Licht habt ihr unglaublich viel erweitert. Ja. Das bedeutet, ihr habt jetzt indirektes Licht entwickelt zusammen mit einem Hersteller aus dem Bootsbau. Richtig, Firma Prebit. So, ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich muss den mal kurz zeigen. Der hat mich ja eben ziemlich geflasht. Die Farbe Grün mit dem Hellgrün und allem drum und dran. Shenandoah. Nicht hier rumshaker mit dem Carsten. Ne? Das geht. Ich brauche dich ja hier noch. Würden wir nie tun. Nein. Carsten? Würden wir nie tun, nein. Würdest du nie tun. Wir sind So, und ich anständig. zeig mal gerade ganz kurz. Wie gefällt dir die Farbe? Die ist auch außergewöhnlich. Ich finde die ganzen Farben sind ja außergewöhnlich, muss ich sagen. Und Aber schön oder außergewöhnlich könnte ja auch außergewöhnlich hässlich sein, ja. Nein, ich finde es wirklich außergewöhnlich. Ich suche mal episch. Episch. Stimmt, die junge Generation, die spricht ja anderen Wörtern. So ist es. Episch. Naja. Ich zeig's mal gerade. Ja. Schön ist doch Episch. Komm, jetzt schnell rein. In den epischen Grundriss. Da sind wir. Das Besondere hierbei ist, lieber Stefan, Ja. Das Besondere hierbei ist Rundsitzgruppe. Rundsitzgruppe, Längsbetten im Alkoven, separate Dusche, große Küche. Das ist der klassische Grundriss, den wir seit 20 Jahren haben, habe ich vorhin schon gesagt. Das ist der Klassiker. Der Klassiker. Seit 20 Jahren gibt es einen Prospekt mit diesen LB-Grundrissen in verschiedensten Varianten. So, das ist genau der, den ich gefilmt habe mit dem Genau, ja. Mann im Hund. Der Mann mit dem Hund. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Vornamen, aber ihr wisst, wen ihr meint. Ja. Schnell mal rein ins Bad. Auch hier das gleiche in grün. Dedizierte Dusche mit Duschtrennwand, hohe Stehhöhe, über 2 Meter. Ja. Und Trockentrenntoilette, die habt ihr vor 20 Jahren noch nicht gehabt, oder? Die gab es vor 20 Jahren noch nicht. Was habt ihr damals reingemacht? In Kassetten? Vor 20 Jahren gab es immer die Kassettentoiletten. Kassettentoiletten, wie früher. Klassisch Tedford wie früher. Okay, klasse. Also das ist dann nochmal der Längsschläfer zweimal. Ja. Und hier ein ganz großes Küchenmodul. Küchenblock, dadurch, dass das eine große Küche ist, haben wir hier nochmal ein bisschen was geändert mit der Küche. Schöne Besteckschublade. Schönes Fach nochmal. Und auch hier, wie man merkt, ich bin Fan von Schubläden. Ja, ist viel einfacher. Ist viel einfacher, ich kann von oben laden, ich kriege richtig viel rein. Du brauchst nicht bücken. Ja. Und auch hier das Tolle Sache. Panorama-Gewürzfach. Da kannst du nämlich durchgucken, Ja, genau. was drin ist. Auf der anderen Seite haben wir noch unseren Medienschrank. Und bei dem LWX 434 haben wir hier nochmal eine Ebene eingebaut, nochmal mit Fächerschränken. Mhm. Ja. Schön. Weiter geht's. Ja. Falls Sie jetzt erst einschalten, wir sind im großen Rundgang heute am 2. September 2021 am Stand von Bimobil zusammen mit Stefan Christner und Carsten Pries. Ja. Hallo Carsten, Hallo Sven. bist du ruhig? Ja, halt mich wieder.
Kenne ich gar nicht. So, das ist was Besonderes. Das ist hier unser schöner TGM MAN LKW. Den haben wir übrigens ein eigenes Video gemacht, 1 Stunde lang in Spielfilmformat. Light mit großem Dometic Tower Kühlschrank diesmal drin, mit einem ganz neuen Lichtsystem. Hier sieht man sogar eingeschaltet. Man kann es dimmen. Man kann es dimmen, ja? Man kann es dimmen. Mit einem riesengroßen Innenraum, mit Kaffeemaschine, mit ja quasi schon die Luxusversion eines Reisemobils für Leute, die etwas länger reisen möchten, mit Staukasten, Klimaanlage. Ja. Also alles das, was das Herz begehrt. Ganz großes Badezimmer mit riesen Spiegel. Hier vorne hast du dann noch eine große Dusche und natürlich mit Trockentrenntoilette, das Mittel der Wahl hier bei der Firma Bimobil. Ja. Interessant ist auch die Längsbetten. Das heißt, ihr habt natürlich Platz hier, Aufbaulänge 6 Meter. 6 Meter Kabinengröße, ja. Kabinenlänge. Hast du Platz, riesen Kleiderschränke. Guckt euch das Video an. Tolle Küche und diese wunderbare, schöne, große Sitzgruppe, die direkt auf der linken Seite ist. Ja, die richtig schön ist. Viel Platz. Das heißt also auch, ist ein 2-Personen-Grundriss, aber Ja. sag mal, zur Not könnten auch 4 mitfahren. Problemlos. Problemlos. Hi! Hey, Wir gehen schon wieder raus. ja, ist ja gut. So. Gas geben. Ich gucke mal gerade, wie viel Akku ich noch habe. Ich habe nämlich extra wenig Akku mitgenommen, damit wir uns auch beeilen. Sonst reden wir uns wieder fest, weil fast alle Fahrzeuge, auch der 428, haben wir gefilmt. Könnt ihr euch einzelne Videos angucken. Da ist er. Komm, da halten wir mal kurz rein. Oh nee, die haben schon zugesperrt. Schon zugesperrt. Neun Autos. Okay. Aber Stefan wäre nicht Stefan, wenn er den General Key hätte. Da ist er. Ja, das ist nämlich auch so, wir wären da so einfach jetzt gar nicht reingekommen. Es gibt ja bei ganz vielen Schließsystemen Generalschlüssel, die auf alles passen irgendwie. Das gibt es bei euch nicht. Ihr habt Sicherheitsschlösser drauf. Ja. Und da kann der Kunde auch sein eigenes Schloss drauf machen, wenn er Lust hat. Wenn es So ist wirklich es. ist. So, ganz schnell. Das ist hier eine Mittensitzgruppe / Bett. Hier hinten hast du einen Querschläfer, ein Stockbett. Genau. Dann auf der anderen Seite dann das große Längsbett. Das ist ein toller Grundriss. Das ist richtig klasse. Ich finde den richtig gut. Und er kommt auch hier auf der Messe sehr gut an. Ja, ist er schon weg, der hier? Ja. Ist ja klar. Wäre ich mal. leider so. Es ist leider so. Das ist leider so. Das heißt, es ist optimal für 3 Personen. Also ein Kind plus. Genau. Also das ist eigentlich so, dass man wieder dieses Gäste- oder Enkelbett für 2 Personen. Hinten im Heck haben wir diese E-Bike-Garage, auch mit der Möglichkeit, die Akkus von den E-Bikes zu laden. Und wie gesagt, man kann hier zu dritt fahren, kann auch noch mal einen Enkel mitnehmen, kann auch mal ein erwachsenes Kind dazu nehmen oder irgendein Gästebett oder einfach auch nur als Stauraum nutzen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gelungener Grundriss. Wurde viel gefragt, gibt es nicht die Längsbetten-Variante mit E-Bike-Garage und Seitenklappe und Schau mal kurz ins Bad. Da brauchst du nämlich, musst leicht andrücken, dann kommt der Knopf nämlich raus. Trockentrenntoilette, die ist da. Dann hast du hier nochmal einen Riesenspiegel und natürlich, man sieht auf der Rückseite die Dusche. Komm, Stefan. Trumadou Control eingebaut. Hier kein Gastank drin, ne? Auf Wunsch ging aber. auf Wunsch selbstverständlich. Alles unter 7,5 Tonnen hier, oder? Das ist ein 5-Tonner mit 5,3 Tonnen Auflastmöglichkeit. Und Zuladung, was hat sowas üblicherweise? Eine Tonne? Knappe Tonne. Aber Tonne. So, da ist er. Da verweise ich auf ein extra Video. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen mit dem Akku. Aber das ist wirklich ein Gerät, das müsst ihr euch anschauen. Der absolute Oberhammer, denn er ist so gut, dass Stefan gesagt hat, ich will ihn zeigen. Und ganz besonders beim LHX 428, sie ist jetzt final fertig. Letztes Mal durfte ich sie ja nicht wirklich filmen. Genau, Da war noch Geheimnis, aber jetzt habt ihr sie gezeigt. da waren wir einfach noch nicht so weit. Alle Wettbewerber haben natürlich schöne Fotos gemacht, ja, denn warum sollt ihr denn alleine entwickeln? Ist es gut geworden? Das ist ein Fahrradlift. Das ist ein Fahrradlift. Kann ich hochkurbeln, rausziehen, kurbel das Fahrrad runter. Schwerlastauszug. Oh, du sprichst aber vielen Leuten aus der Seele. Weißt du das, wie viele Leute Bandscheiben sich schon geholt haben beim Fahrrad hochheben? Ich fahre das Paket raus, kurbel es runter, kann hier am Boden
meine 2 E-Bikes sauber verzurren, fahre sie hinterher wieder hoch, schiebe sie rein und arretiere sie hier in den Zurschienen. Traum. Ja, ich habe hier 230 Volt und eine 12 Volt Steckdose, Power-Steckdose. Das heißt, ich kann auch entsprechend meine Akku hier hinten drin laden. Das ist wieder die große 230 Volt Lichtmaschine drin, dass ich wirklich die Energie habe, um bei den Überführungsfahrten auch meine E-Bike-Akkus und die Reisemobil-Akkus zu laden. Also es langt dann schon mal eine Stunde oder 2, langt schon mal, dann ist der Akku wieder voll. Gut, ich habe die gleiche Energie wie zu Hause auch. So, das heißt, du lädst dann quasi, du gehst dann in diesen Wechselrichter rein mit dem Landstromanschluss, richtig? Richtig. Stark. So, hier haben wir noch was ganz Besonderes. Vielleicht mal. 412? Ja. Haben wir da? Zum Aufsperren? Bitte, sei so lieb. Ich glaube, den haben wir noch nicht gezeigt eben. Von außen haben wir gezeigt. Nur ganz kurz, dass wir das haben. 412 haben wir gefilmt eigentlich, Stefan? 412 Haben wir gefilmt. Kostet jetzt, wie hier steht, 267.759 € auf Iveco Daily in einer gigantischen Farbe. Das war der, wo wir uns eben unterhalten haben. Leute, die keinen Alkoven wollen. Sowas soll es ja geben. Ja. Hier haben wir Eine coole Farbe. hier haben wir einfach im Heck schöne Querbetten. Unten drunter entsprechend Stauraum. Frischwassertank sitzt unten drunter. Über dem Frischwassertank haben wir einfach nochmal Stauraum. Schöne Küche mit Kühlschrank von Dometic wieder. Wie immer unsere schöne Seitenklappe. Die ist ja inzwischen bekannt und auch in den Videos gezeigt. Leider kein Bad. Ja, doch, selbstverständlich haben wir ein Bad. Man findet es. Ja. Hier haben wir die Lösung gemacht. Dusche im Durchgang zum Fahrerhaus. Ja. Das heißt, ich gehe durch die Dusche durch, habe hier Dusche zum Fahrhaus. Das ist gut. meine Duscharmatur. Kann also einfach hier aufmachen, kann mich hier wunderbar abduschen. Habe hier nochmal richtig viel Stauraum. Warte mal, da könnte fast einer schlafen drin. So ein Große Mini-Alkoven. Kinder passen da locker rein. Also richtig viel Stauraum hier drin. Ja. Das heißt, du könntest den auf Wunsch einen Ticken höher bauen? Nee. Dann Das ist ja ein wieder Alkoven. Ja, ist gut, verstanden. Genau, das ist ja nicht gewollt. Was geht gerade nicht? Geht nicht, weil oben zu. Sorry. Jetzt können wir hier aufmachen. Ah, die Fronten können ja was ab. Also ich habe zumindest nichts gesehen. Und da einen richtigen das ist Waschraum. Eine Kassettentoilette. Ja, Was hast du? auch das gibt's noch. Gut, heißt, wenn man es will, einfach nur sagen, was man will. Genau. Und das könnte zum Beispiel ein Schlechtwegefahrzeug sein, was schon mal auch mal am Campingplatz stehen kann. Nachdem der Daily Allrad drunter ist, Kann er überall ist das hin. in Richtung Expeditionsfahrzeug. Der kann überall hin. Kann überall hin. So, darunter auch der neue Dometic. Muss ich mich noch dran gewöhnen in deinen Fahrzeugen. Ich kenne ja nur den silbernen bisher. Ja, Jetzt habt ihr diesen doppelt zu öffnenden Kühlschrank ja drin. richtig. Als Nachfolger, ja. Klasse. So, ich glaube, den hellblauen, da waren wir jetzt drin, als allererster. Boah. Tag Nummer 7. Carsten, nach Oberframmern geht es demnächst wieder zurück. Und Montag geht's heim. Montag geht's heim. Wer baut hier ab und holt die ganzen Fahrzeuge ab? Es kommt unser Messeteam, also hauptsächlich unsere Lagerkollegen, kommen am Sonntag her, bauen hier abends mit ab. Vertriebsteam baut mit ab und Montag rücken wir wieder ab. Und du nimmst ein Fahrzeug mit? Ich nehme den LKW wieder mit. Nimmst einen LKW wieder mit. Okay. Ja, und? Bimobil? Wow, episch. Stefan, danke, dass ich da sein durfte. Ja, danke, dass du da warst. Ja, Hat wie tschüss immer euch Spaß allen. gemacht. Ja. Ciao, ciao. Tschüss, Sven. Tschüss.